Wie wickle ich meine Lastschrifteneinzüge im Cloud ERP HVX 360 möglichst effizient ab? Ich bin Inga von S&S Software Partner und mein Kollege Max wird uns heute zeigen, wie er mit Lastschriften in HVX 360 arbeitet. Hallo Max und hallo Dirk. Ja, dann danke Inga und ein wunderschönen, ja, moin nach Münster, in unsere Außenstelle Münster. Max, Hallo Dirk, moin. du hast dich ausführlicher mit dem Thema Lastschrifteinzug beschäftigt und hast uns jetzt auch gleich schon auf dem Bildschirm einmal geteilt, Debitoren und das sind hier wir sind jetzt bei den Lastschriften, dass wir die erzeugen können. Genau, das ist der Ausgangsscreen, um Lastschriften zu erzeugen. Ja. Ähm, Bis wir soweit sind, müssen wir ein paar Konfigurationen in X360 machen und da wollten wir kurz einmal durchgehen. Die Schritte gucken wir uns jetzt mal ganz genau an. Wir versuchen das ganz kurz und schmerzlos zu halten, weil das ist ja auch Ja, alles schnell erledigt. Vielleicht starten wir mal ganz kurz damit, ich müsste ja, wenn ich Lastschriften einziehen will, vorher mit meiner Bank gesprochen haben und brauche eine Gläubiger-ID, richtig? genau. Das ist das allererste, was du brauchst. Also du brauchst eine SEPA-Gläubiger-ID. Die hinterlegst du dann in X360 im Firmenstamm. Da gibt's hier Ja, das Feld SEPA-Gläubiger-ID. ja, Und das ist das allererste, was du brauchst. gut. Wenn ich die hinterlegt habe, ist die Zahlungsmethode Lastschrifteinzug eigentlich im Standard immer schon angelegt oder muss ich die nochmal anlegen? Ne, die bringt der Standard immer schon mit. Ich wechsle mal rüber in Ja, die ja, Zahlungsmethode, die heißt SEPA Last. ja, Da sind auch schon die Einstellungen gemacht für den Lastschrifteinzug. Also als Exportszenario ist das SEPA-Format hinterlegt ja. und es sind auch schon die ganzen Merkmale der Lastschriftmandate hier in der Zahlungsmethode hinterlegt. Ja. Ähm, und das ist also im Standard alles da. Sollte ich Ja, nochmal gucken, ob ich das nicht eventuell angepasst habe. Das sollte so aussehen, wie das jetzt hier aussieht. Und dann der ja, nächste Schritt ist ja, ich muss doch normalerweise dann diese Methode mit einem Konto verbinden, oder? ja, genau so ist es. Wo mache ich Jetzt musst du das? noch, das machst du in den Geldkonten. Also du musst jetzt Ja, in dem Bankkonto, von wo du einziehen willst, musst du die Zahlungsmethode zuordnen. Bei ja, uns ist die Sparkasse, da sagst du Zahlungsmethode SEPA Last möchte ich hier anwenden. ja, Und dann hast du hier hinten noch die Einstellung Lastschriften, in denen du die Einreichungsfristen der Bank hinterlegst. ja. So, das Und jetzt, kannst du das vielleicht ganz kurz erläutern? Früheste Einrechnung, Kalendertage heißt, ich darf frühestens 14 Tage vor dem Fälligkeitstermin anreichen? Oder was heißt ja, das? ja, du musst das vorher ankündigen bei deiner Bank. Ne? Also es ist Ja, abhängig von den Lastschriftarten. Unterschieden wird da so eine Basislastschrift oder eine Unternehmenslastschrift. Dann wird ja, nochmal unterschieden, ob das so ein Dauerschuldverhältnis ist, also so einen wiederkehrenden Einzug, den du machst, oder ein einmaliger. ja, Und da gibt es unterschiedliche Einreichungsfristen für. Und die ja. kannst du hier im Geldkonto hinterlegen. Der Standard bringt da hier auch schon so ein paar Tage mit. Macht aber auf jeden Fall Sinn, wenn du das doch mal mit deiner Bank vorher abstimmst, ob die so passt. Gut. So, die muss ich hinterlegen. Das heißt ja, Mhm. wenn ich das erste Mal eine Lastschrift einziehe, dann brauche ich etwas mehr Vorlauf. So sehen das ja die Regularien vor, als wenn ich dann später Mhm. regelmäßig was mache. Aber Ja, ankündigen muss ich normalerweise die Lastschrift technisch immer, ne? ja, genau. Ähm, und wenn ich das jetzt so eingestellt habe, dann brauche ich ja eigentlich, wenn du jetzt von jemandem was einziehen willst, brauche ich ja eigentlich noch ein SEPA-Mandat. Das gibt's ja, da Mhm. gibt es ja wahrscheinlich, oder da gibt es auf jeden Fall ein digitales Pendant. Können wir uns das mal anschauen? Ja, das können wir machen. Also, wenn du die Konfiguration erstmal erledigt hast, Ja, dann bist du so vom System erstmal in der Lage, die Lastschriften halt einzureichen und entsprechende ja, Ausgangsrechnung zu erfassen. Ich habe hier jetzt schon mal eine erfasst. Ich habe da Zahlungsmethode etc. hier im Kunden schon hinterlegt. Also wir ja, gehen mal in den Kunden rein. Das ist, glaube ich, am einfachsten, wenn wir den Weg gehen. Da habe ich hier in der Zahlungsmethode schon die Zahlungsmethode SEPA-Last als Standard definiert und ich habe auch ja, die Verknüpfung zum Lastschriftmandat hier hinterlegt. Wenn wir ja, uns das mal angucken, und dann siehst du hier halt die ganzen Merkmale und Kennzahlen, die wir in der Zahlungsmethode definiert haben. ja, Und die musst du jetzt hier halt mit Werten füllen. Ne? Das heißt, du musst sagen, was ist hm, das für eine Lastschriftart? Ist das so eine Basislastschrift oder so eine Firmenlastschrift?
Ja. Da musst du eine Mandatsreferenznummer vergeben und musst einen Typ vergeben. Musst halt sagen, wann du Mhm. das Mandat angelegt hast, wann du das erhalten hast, zurückbekommen hast vom Ja. Kunden. Und musst natürlich ganz wichtig die Bankverbindung hinterlegen. So, das heißt, das Mandat, ich habe also die Einstellung vorgenommen. Ich habe die Gläubiger-ID angelegt, die Zahlungsmethode habe ich überprüft, ob die da ist. Ich habe die Verbindung zum Geldkonto hergestellt und ich habe jetzt mit dem Gläubiger Mandat vereinbart und habe das Mandat hier erfasst. Das sollte dann natürlich jetzt auch gültig sein. Ein Mandat hat ja gegebenenfalls auch einen Gültigkeitszeitraum. Das ist ja anders als früher die normale Einzugsermächtigung als die Lastschrift. Ja, Und wenn ich das jetzt habe, dann können ja fällige Forderungen, wir haben ja ganz verschiedene Methoden hier, zum Beispiel aus Verträgen kommen oder aus Lieferungen und Leistungen und ähnliches. ja, Können wir jetzt nochmal, wir hatten am Anfang so fällige Belege gesehen, können wir da jetzt nochmal reingehen? ja, Weil wir haben eine kleine Besonderheit da, so wie ich das verstanden habe, ne? ja. Also erstmal Die haben hier, eigentlich, du hattest da Belege angezeigt, die eigentlich technisch, wenn ich auf das Datum geguckt habe, noch gar nicht fällig waren. ja, also im Moment bin ich hier gerade in der Hm? Ausgangsrechnung noch, ne? Hier siehst du halt in Ja, der Ausgangsrechnung im Beleg selber siehst du immer noch die Verbindung zum Mandat. ja, Und wenn wir jetzt wieder den Kreis schließen und zu unserem Ausgangsscreen gehen, ja, dann sehen wir die ganzen offenen Rechnungen, die wir einziehen können oder die wir ja, einziehen wollen vielleicht. ja, Und du siehst, es gibt hier in dem Screen zwei Reiter. Es gibt einmal die einziehbaren Belege und es gibt die Ausnahmen. hm, Ich wechsle mal in die einziehbaren Belege. Hier spielen nämlich jetzt die Fristen eine Rolle, die du im Geldkonto hinterlegt hast. ja, Ich habe hier als Einzugsdatum den heutigen Tag ausgewählt, den hm, 25.07. Und wenn wir jetzt in die Ausnahmen gehen, dann sieht man hier das frühestmögliche Einzugsdatum. hm, Also hier, ne, die Rechnung kann ich am 30.07. Frühestens einziehen. hm, Und ein paar sind dabei, die tatsächlich auch erst im ja, August möglich wären einzuziehen. ja, Ja, das heißt, ich sehe hier, also hier im Prozess wird eigentlich schon hm, gesteuert, dass ich gar keine Lastschriften bei der Bank einreichen darf, wo die hm, Fristen noch gar nicht erfüllt sind. ja, Ne, wenn ich jetzt hier das Datum ändere auf den 31., dann siehst du, habe ich hier 4 einziehbare Belege und die aus dem ja, August, die bleiben noch in den Ausnahmen. ja. Genau. Und jetzt So, kann ich und die hier würdest, auswählen, jetzt jetzt habe kann ich ich hier, gesehen, eben war ja noch oben in Grau verarbeiten und alle verarbeiten und das ist jetzt nicht mehr ausgegraut. Da gibt es tatsächlich jetzt oben diese Funktion alle verarbeiten, ne? genau, also sobald du hier einziehbare Belege in der Funktion hast, Ja. öffnen sich auch hier die Hm. Button. Genau. Ja. Ja, dann ist der nächste Schritt eigentlich, dass du dir auswählst, welche du einziehen willst. Wir ziehen jetzt hier alle Hm. ein, machen es uns einfach. Ja. Dann fasst X360 die Rechnungen zusammen. Also für jeden Kunden Hm. wird ein Einzug gemacht und im Ja. Verwendungszweck siehst du, welche Rechnungsnummern eingezogen werden. Hm. Äh, Wenn du möchtest, kannst du das halt auch getrennt einziehen. Das kann man vorne im Screen auch noch eingeben. Hm. Ja, und dann bist du eigentlich schon in der Sammelzahlung der Debitoren und kannst Ja. jetzt die Er hat Lastschriften. jetzt, ja, er hat jetzt im Endeffekt aus zweimal, wir hatten ja 4 Zahlungen, also 4 Lastschriften, jeweils gezogen auf 2 verschiedene Gläubiger. Die hat er jetzt in 2 Lastschriften zusammengefasst. Und wir sind jetzt in dem Ja, Dialog Sammelzahlung Debitoren. ja, Und jetzt hast du deine Lastschriften sozusagen fertig, aber du hast noch keine Lastschriftdatei für die Bank, ne? genau. Die Okay. haben wir jetzt noch nicht. Wir haben jetzt erstmal die Sammelzahlung Hm. angelegt. Wenn du dein Bankkonto per Banks API Ja, synchronisierst, dann hast du jetzt die Möglichkeit, die einfach zu synchronisieren und an die ja, Bank weiterzugeben. Die andere Möglichkeit wäre, die SEPA-Datei zu exportieren und in so einem ja. Banking-Tool hochzuladen. Dann sind wir schon durch, Max. Ja, So einfach geht das, aber es wäre ja auch kurz, schlimm, wenn kurz kurz und und schmerzlos. schmerzlos. Ja. Genau. Ähm, wenn jemand Fragen hat, darf er dich anrufen, ne? Und klar. Ja. Danke, Max. Schönen Gruß nach Münster. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder hier im schönen Stemwede in Ostwestfalen. Und dann zurück zu Inga, ne? Ciao. Tschüss. Vielen Dank für diesen Überblick, Max. Falls
du Fragen haben solltest zum Thema Haufe X360, zu den Lastschriften oder auch anderen Themen, die mit dem Cloud ERP zu tun haben, kannst du wie immer gerne auf uns zukommen. Unsere Kontaktdaten findest du unten in der Beschreibung zum Video. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über jeden neuen Abonnenten oder über jeden Kommentar zum Video. Bis zum nächsten Mal.